Flyth-Krankheit. Man führt irgendwas ein, aber dann ist es nicht abschließend. Also sie machen eine Dungeon-Rangliste, aber die zählt nur 100 Runs. Und wenn am Tag 5000 Runs gemacht werden, hast du keine Ahnung, weil das kannst du es nicht sehen. So typisch Flyth einfach. Ich meine, auf anderen Servern, auf Burodeng oder so, da reichen 100, weil... Ich meine, gut, wenn der neue Dungeon released wird, sind es safe auch mehr als 100 dann. Aber, also ich meine, so grundsätzlich okay. Aber für einen Server wie ein FEC, dass da 100 nicht reicht, das sollte eigentlich klar sein. Channel 1 Kugels, ne? Ja, aber diese Thematik mit der niedrigen Drop-Chance und so weiter, die wird uns auf jeden Fall noch begleiten im Update. Also ich fürchte, also mal gucken, was der Testserver bringt. Vielleicht kann man ja da schon Feedback geben. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man den Dungeon gar nicht farmen kann auf dem Testserver. Dass das eine der Sachen ist, oder eine der Sachen... Achso, nee, war schon richtig. Ja, dass das eine der Sachen ist, die man nicht ausprobieren kann. Weil ich bin mir ziemlich sicher, auf dem Testserver wird man nicht alles machen können. Kann jemand stärken? Krauschi kann stärken, oder? Aber falls doch, dann könnte man da ja auch Feedback geben. Aber ich weiß nicht, ob das so für die relevant ist. Ich meine, eigentlich müssten sie das schon wissen, dass die Droprate geistesgestört low ist. Und die Leute damit definitiv nicht zufrieden sind. Müssten sie eigentlich wissen. Das sollte jetzt nicht wirklich eine krasse Neuigkeit für sie sein. Also wie viel dieses Feedback denen dann wirklich bringt oder was sie dann wirklich damit machen werden, ist halt fraglich. Ob das was ändert. Aber wie gesagt, ich wäre echt harter Verfechter von so einem Umwandlungssystem. 3 Jojos oder drei beliebige Unique-Waffen von der Kategorie kannst du umwandeln in eine deiner Wahl. Das ist sowas wie 3 Jojos. Also ich bin der Meinung, wenn du 3-mal eine Waffe droppst, kann es nicht sein, dass du dich bestraft fühlst, dass du dich nicht darüber freust. Aber so ist es aktuell. Das kann eigentlich nicht sein. Das darf nicht sein, dafür sind die viel zu selten. Sowas darf sich niemals wie eine Strafe anfühlen. Weil selbst bei Bloody, ne? Selbst bei Bloody war das eigentlich nie so. Das ist so geistesgestört eigentlich. Ich meine, gut, es sind halt ganz andere Verhältnisse, weil eine Bloody-Waffe oder eine Bloody-Axe war nie 50.000 F-Coin wert. Teuerstenfalls waren die, glaube ich, mal so im 10.000, 15.000 Bereich damals. Aber ich weiß, was trotzdem geistesgestört ist für eine Bloody-Waffe. Aber die haben nie diese Ausmaße erreicht wie Hernes und Crystal und so. Deswegen kann man es jetzt nicht ganz vergleichen. Plus man konnte sie craften. Und zwar auch mit einer realistischen Chance. Anders als Hernes, wo du erstmal eine Brilliant Amethyst brauchst. Beziehungsweise andernfalls quasi keine realistische Chance hast, die Waffe jemals wirklich zu craften und so. Aber trotzdem war es bei Bloody so, dass die günstigsten Waffen im Verhältnis niemals so günstig waren. Niemals. Also Bloody Jojo zu droppen, selbst jetzt noch, ist nicht so schlimm im Verhältnis vom Wert wie ein Hernes Jojo zu droppen. Weil ein Hernes Jojo gefühlt ein 60stel vom besten Drop ist und ein Bloody Jojo im schlimmsten Fall aber nur ein 1/5 oder so vom besten Drop. Also sagen wir mal zum Beispiel Bloody Jojo ist 50 wert, dann ist eine Axe oder ein Stick wahrscheinlich 250 wert. Klar, ist immer noch scheiße, aber im Verhältnis ist es nicht ansatzweise so scheiße wie Hernes Jojo. Sagen wir jetzt mal 1 Milliarde aktuell oder so clean, keine Ahnung, ist momentan schwer zu sagen. Und eine Axe clean, keine Ahnung, 30 Milliarden oder whatever. Oder wahrscheinlich sogar mehr.
Also das kann einfach nicht sein. Das ist crazy. Also ich meine, vom Wert her kann es schon sein. Aber es geht ja nicht um den Wert der Items. Ich meine, den Wert der Items bestimmen ja die Spieler. Das ist ja gut so. Aber das Spiel muss halt trotzdem gucken, dass man es irgendwie nicht über den Preis reguliert, sondern über die Möglichkeiten. Was kann man mit den Items machen? Und wenn du eben eine 3:1 Chance hast, oder nicht Chance, sondern eine 3:1 Umwandlung, 3 Jojos kannst du eintauschen gegen beliebige Waffe, zum Beispiel Axe, dann sorgt das automatisch dafür, dass die Jojos viel mehr wert sind. Und die Axe etwas weniger. Vermutlich sogar deutlich weniger. Und dann hast du es wieder so, im besten Fall sind 3 Jojos so viel wert wie eine Axe. Circa. So wie es eigentlich sein sollte. Und dann bist du wieder bei dem ungefähr gleichen Verhältnis wie zum Beispiel bei Bloody-Waffen, wo 3 schlechte oder 4 schlechte Waffen ungefähr so viel wert sind wie eine der besten. Aber nicht 30 mal so viel wert. Obwohl sie gleich selten sind. Also meiner Meinung nach ist das längst überfällig. Und das ist eigentlich auch sogar unabhängig von den Drop-Chancen. Selbst wenn die Drop-Chancen besser wären, würde ich das immer noch so sehen. Das wäre auch bei besseren Drop-Chancen, wäre das für mich immer noch so. Und auch nicht nur auf Waffen, auch auf Set-Teile. Das könnte man auf alles anwenden. Auf wirklich alles im Game eigentlich.